Okay, so if we continue with these three marks, we've looked at impermanence. Wenn wir also mit den drei Charakteristiken weitermachen, wir haben jetzt die Unbeständigkeit, Vergänglichkeit angeschaut. Then we look at suffering. Dann schauen wir mal das Leiden an. Suffering has many different forms. Das Leiden hat viele verschiedene Formen. The basic expression from the Buddha is it involves getting what you don't want or not getting what you do want. Die grundlegende Beschreibung des Buddha ist, zu bekommen, was man nicht wünscht und nicht zu bekommen, was man wünscht. So in that sense, suffering is about relatedness, In diesem Sinne handelt das Leiden von Bezogenheit, which indicates that we're not a monad, we're not a self-enclosed phenomena. und das weist darauf hin, dass wir keine Monade sind, kein in sich selbst abgeschlossenes Phänomen. Relationship means duality, Beziehung bedeutet immer Dualität, a minimum of two, ein Mindestmaß an zwei, myself and the other, or maybe many others. ich selbst und der andere oder vielleicht viele andere. It also indicates I am not complete in myself. Und das weist auch darauf hin, dass ich nicht in mir selbst vollständig bin. On a very simple level, we don't grow our own food, we don't make our own clothes. Auf der ganz simplen Ebene erzeugen wir nicht unsere eigenen Nahrungsmittel und wir erzeugen auch nicht unsere Bekleidung. We require many people to provide services for us. Es ist erforderlich für uns, dass viele Leute Dienstleistungen für uns erbringen. And therefore the rhythms and patterns and expectations of other people are impinging, are impacting on the shaping of our own sense of self. Und daher sind die Rhythmen, die Erwartungen, die Wünsche anderer Leute etwas, was auch unser eigenes Formen beeinträchtigt und darauf einwirkt. This can be very annoying, very frustrating. Das kann sehr belastend und frustrierend sein. Other people are not us. Denn andere sind ja nicht wir. They have minds of their own. Sie haben ihren eigenen Geist. They do things in their own way. Und sie machen die Dinge auf ihre eigene Weise. And we might not like that way. Und es könnte sein, dass wir diese Art und Weise nicht mögen. And so we are pulled into judgment. Und dann werden wir in Urteilsfällung hineingezogen. This is not good. Das ist nicht gut. I don't like it when you do that. Und ich mag es nicht, wenn du es machst. But we don't have much power over other people. Aber wir haben nicht so viel Macht über andere Leute. Even if you have children, you don't have much power over them. Selbst wenn man Kinder hat, hat man nicht allzu viel Macht über sie. You say you have to wash your hands. Wir sagen, du musst deine Hände waschen. You don't have to say that just once. Und das müssen wir nicht nur einmal sagen. Have you cleaned your teeth? Hast du Have you packed your school bag for tomorrow? Hast du deine Zähne geputzt, hast deine Schultasche gepackt für morgen? Then ends up saying to the child, why don't you listen to me? Und wenn damit, dass wir dann dem Kind sagen, warum hörst du auf mich nicht? It's obvious why. Es ist offensichtlich, warum. Because the child is not the parent. Denn das Kind ist ja nicht das Elternteil. The parent thinks it knows what is best for the child. Die Eltern denken, sie wüssten, was das Beste fürs Kind ist. But the child is always saying, but I'm me. I'm not you, I'm me. Das Kind sagt aber immer, aber ich bin ich und nicht du. And if I was to do what you wanted, I wouldn't be me. Und wenn ich das tun würde, was du willst, dann wäre ich ja nicht ich. So delinquency is a matter of dignity. Daher ist Delinquenz sozusagen eine Angelegenheit von Würde. I assert myself by getting up your nose. Ich stelle sozusagen, rückversichere mich meiner selbst, indem ich dir auf der Nase tanze. And that's very powerful, because we know that in cultures where there is a lot of totalitarian discipline, it's a terrible fate. We would probably choose for democratic freedom the right of people to express themselves, but that very freedom, in as much as it runs across the trajectory of our desire, becomes something unpleasant.
Und das ist sozusagen, wie es ist. Wir wissen, dass in den totalitären Regimen, wo alles sozusagen erzwungen wird, dass eigentlich ein furchtbares Schicksal ist, dort zu leben. Wir würden immer es bevorzugen, in einer demokratischen Freiheit zu leben, aber dann erzeugen wir sozusagen wiederum Strömungen in diese Freiheit, die eigentlich ihr selbst zuwiderlaufen. So one of the ways that we can start to relax the pain of existence is through developing a more altruistic turn. Und eine der Art und Weisen, wie man diesen Schmerz der Existenz entspannen kann, ist, indem man eine mehr altruistische Hinwendung entwickelt. And in particular, seeing that the constituents of myself are impermanent phenomena. Insbesondere indem ich erkenne, dass die Konstituenten, die Bestandteile meiner selbst unbeständige Erscheinungen sind. Similarly, the constituents of other people are a stream, a flow of impermanent phenomena. Und in der gleichen Weise sind auch die Konstituenten, die Bestandteile anderer Leute ein Fluss, ein Strom von unbeständigen Erscheinungen. So then we can start to hear ourselves when we say, "You really annoy me." Und dann können wir wirklich anfangen, uns selbst zu hören, wenn wir vielleicht jemandem vorwerfen, dass uns jemand völlig auf die Nerven geht. Who is this you? Wer ist dieses Du? Because half an hour ago you weren't annoying me. Denn eine halbe Stunde zuvor hast du mich ja nicht aufgeregt. But when I get angry, it is as if there is a true essential you that's a pain in the ass. Aber wenn ich dann wütend werde, dann sieht es so aus, als gäbe es ein essentielles, ein wahrhaft existentes Du, das wirklich ein Ärgernis ist. So there is the event which is annoying. There's the event which is annoying, but also on top of that there is the elaboration of the narrative about a true essence in the other, a true essence which is turned against me. Das heißt, da gibt es einerseits einfach dieses Ereignis des Gestörtseins, des Aufgebrachtseins, aber gleichzeitig läuft da so ein Narrativ von einer wahrhaften Essenz des anderen und einer wahrhaften Essenz des Ärgernisses, das zu mir kommt. And this is where our relations with others often get difficult. Und das ist der Punkt, an dem unsere Beziehungen zu anderen oft schwierig werden. So I might say, oh, I'm sorry I drank so much last night and then I said these things to you, you know I don't really mean it, I'm just like that when I drink too much. Dann könnte es sein, dass man zu jemandem sagt, oh, es tut mir leid, ich habe gestern Abend zu viel getrunken und ich habe all diese Dinge gesagt, die ich eigentlich nicht meine und du weißt doch, das ist einfach so, wenn ich zu viel trinke. This is a cocktail. Das ist ein Cocktail. 10% apology, 90% explanation as to why it's not really my fault. Das sind 10% Entschuldigung, 90% Erklärung, warum das Ganze eigentlich nicht wirklich mein Fehler ist. And generally that cocktail is more tasty for me than for you. Und im Allgemeinen ist diese Art von Cocktail schmackhafter für mich selbst als für den anderen. Because I don't really feel it's my fault. Denn ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass es mein Fehler ist. I've had a long week. Why shouldn't I have a drink? Ich habe eine lange Woche gehabt, warum sollte ich mir nicht einen Drink genehmigen? Come on, you know what I'm like. Why are you on my case all the time? Komm, du weißt doch, wie ich bin, warum gehst du mir ständig auf die Nerven? But if the other person does it to us, Wenn es aber jemand anders uns antut, you always do this. dann sagen wir, du machst das immer so. Isn't it time you grew up and took some responsibility for your behavior? Ist das nicht an der Zeit, dass du mal erwachsen wirst und ein bisschen Verantwortung für dein Verhalten aufnimmst? No, I don't want to listen to this explanation. Come on. Nein, ich will diesen Erklärungen nicht zuhören. It's very different. Es fühlt sich sehr unterschiedlich an. Because we experience ourselves as this transient flow of urges and impulses, but the other person is a conscious agent setting out to do something unpleasant to us. Denn wir selbst erfahren uns als diesen Fluss von verschiedenen Bedingungen und Umständen, aber der andere ist dann immer ein wirklich konstant vorhandenes Agens, das wirklich darauf aus ist, uns etwas anzutun.
So we can see that a lot of the suffering that we get is how we construe, how we package together, how we constellate our particular reading or interpretation of the situation. So können wir erkennen, dass eine Menge von dem Leiden, das wir bekommen, in der Art und Weise liegt, wie wir die Interpretation oder die Situation interpretieren oder zusammenschnüren oder verpacken. One of the greatest causes of suffering is the belief that we shouldn't suffer. Und eine der größten Ursachen für Leiden ist der Glaube, dass wir nicht leiden sollten. That these bad things shouldn't happen to me. Diese bösen Sachen sollten mir nicht passieren. I shouldn't be disappointed. I shouldn't be frustrated. I shouldn't be irritated. Ich sollte nicht enttäuscht werden, ich sollte nicht frustriert werden, ich sollte nicht irritiert werden. And this again is where meditation is very helpful. Und an dieser Stelle ist Meditation wiederum sehr hilfreich. Because through meditation we learn to allow an experience to arise in our mind. Denn in der Meditation lernen wir, eine Erfahrung zu erlauben, in unserem Geist zu erstehen. Not falling into it, not pushing it away. Und nicht in sich hineinzufallen, sie aber auch nicht wegzudrängen. But just letting it be there. Maybe a jealous thought arises. Sondern ihr einfach zu gestatten, einfach da zu sein. Vielleicht zum Beispiel kommt ein eifersüchtiger Gedanke auf. At first we might resist it by saying, I don't want to be a jealous person, I don't want these thoughts. Am Anfang kann vielleicht der Gedanke aufkommen, ich will aber keine eifersüchtige Person sein, ich will solche Gedanken nicht haben. Then we learn, oh, it's just a jealous thought. Und dann lernen wir, oh ja, das ist einfach nur ein eifersüchtiger Gedanke. It's only about me if I grab it. Er handelt nur dann von mir, wenn ich ihn festzuhalten versuche. In the same way, irritation, frustration, disappointment arises in the mind. In der gleichen Weise kommen auch Irritation, also Verärgerung, Frustration, Enttäuschung in unserem Geist auf. Each of these has a particular tonal quality. Jedes von diesen Gefühlen hat eine bestimmte Tönung. Which, like a mood, fills the space for a while. Und füllt wie eine Laune eben oder eine Stimmung den Raum für eine Weile. But one can be present with that without taking it personally. Aber man kann damit gegenwärtig verweilen, ohne es persönlich zu nehmen. So, suffering is a way of helping us to understand the nature of duality. Leiden ist also eine Art und Weise, wie uns geholfen werden kann, die Natur der Dualität zu verstehen. For example, say you have some pain in your body, maybe in your joints, or say your teeth, some part of your existence. Sagen wir mal als Beispiel, vielleicht haben wir irgendeinen Schmerz im Körper, vielleicht im Gelenk oder in den Zähnen oder in irgendeinem anderen Aspekt unserer Existenz. The pain is getting to me. Und der Schmerz kommt zu mir. I don't want it to be there. Und ich möchte ihn nicht haben. I can't get rid of it. Ich kann ihn nicht loswerden. But I can't forget it. Aber ich kann ihn auch nicht vergessen. It won't leave me alone. Es will mich nicht allein lassen. But the pain is not like a mosquito. It's not buzzing around you trying to get some blood. Aber das hängt davon ab, denn es ist ja nicht wie eine Mücke, die versucht, um uns herum zu schwirren und irgendwo zu stechen. It's there. Es ist einfach da. It's a bit similar to tinnitus. Ein bisschen wie Tinnitus. If you get tinnitus, you have to learn to live with it. Wenn wir Tinnitus, also Hörsturz haben, dann müssen wir lernen, damit zu leben. The more you feel persecuted by it, the worse it becomes. Je mehr wir uns dadurch verfolgt fühlen, desto schlimmer wird es. This is quite difficult for us. Und das ist schwierig für uns. To accept that tolerance is not the same as indulgence or confluence with what is arising. Nämlich zu akzeptieren, dass Toleranz nicht dasselbe ist, wie in etwas zu schwelgen oder damit zusammenzufließen. Because it's quite normal to feel, if I give in to it, if I let it just come whenever it wants, it's going to take me over. Denn es ist oft mit dem Gefühl verbunden, dass wir denken, wenn ich es zulasse, wenn ich es einfach gestatte zu kommen, wann immer es will, dann wird es mich ja ganz und gar übernehmen.
But it's actually the resistance which increases the power of whatever it is that's persecuting us. Aber es ist eigentlich der Widerstand, der die Macht dessen, wovon wir glauben, dass es uns verfolgt, erhöht. So again, it's about the middle way. Wieder geht es hier um den mittleren Weg. Not falling into merging with the negative experience, so you're taken over by it. Not trying to expel it, but just giving it space. Es ist das nicht hineinfallen oder verschmelzen mit einer negativen Erfahrung, die wir versuchen zu vermeiden, aber auch nicht der Versuch, sie wegzudrängen, sondern einfach ihr zu gestatten, da zu sein. It is like that. So ist es. The glue that binds me towards it is usually made of judgment. Und der Kleber, der mich an diesem bindet, ist gewöhnlicherweise ein Urteil, das wir fällen. Okay, it is like that, but it shouldn't be like that. It shouldn't be allowed. People shouldn't do that. Wir sagen dann, okay, es ist wie es ist, aber es sollte nicht so sein und Leuten sollte auch gar nicht erlaubt sein, sowas zu machen. This is a kind of omnipotent impotence. Und das ist eine Art von omnipotenter Impotenz. You are omnipotent because you know exactly what is right in the whole world. You are the world dictator that can speak about everything. Wir sind omnipotent in dem Sinne, dass wir exakt wissen, was richtig ist in der ganzen Welt. Wir können jedem und jeglichen sagen, was zu tun ist. But you are impotent because you can't change anything. Aber wir sind impotent, weil wir überhaupt nichts verändern können. So all you're doing is winding yourself up. Alles, was wir dabei bewirken, ist uns selbst aufzudrehen. So difficulties, pain and suffering offer us an opportunity to observe our mind. Sodass also Schwierigkeiten, Schmerzen und Leiden eine Gelegenheit bieten, unseren eigenen Geist zu beobachten. And to practice basic reading. Und sozusagen eine grundlegende Interpretation zu praktizieren. Because in these situations there are always two buckets. Denn in einer solchen Situation gibt es immer zwei Eimer. Some situation has arisen which is hot and burning us up. Eine gewisse Situation ist vielleicht erstanden und sie ist heiß und brennt uns. One bucket says water. Auf einem Eimer steht Wasser. The other bucket says petrol. Und auf dem anderen Eimer steht Petroleum. If you don't read it clearly, you put petrol on the fire. Wenn wir nicht klar lesen können, dann werden wir Petroleum in das Feuer schütteln. We know this, I'm sure, in our own life. Ich bin mir sicher, sagt er, dass wir das alle aus unserem eigenen Leben kennen. We don't let go of the situation. Wir lassen die Situation nicht los. We pour our energy, our libido, our arousal into the situation. This is petrol. Wir schütteln unsere Lebenskraft, unser Libido, unser Aufgebrachtsein in diese Situation und das ist wie Öl aufs Feuer gießen. So, if we want things to be peaceful, we have to let them be. Wenn wir also die Dinge friedlich sein wollen, müssen wir sie gestatten. But if everybody did that, nothing would change. Aber wenn alle das machen würden, dann würde sich ja nichts ändern. Everything is impermanent. Aber alles ist doch unbeständig. It's not up to you to change things around. Es ist nicht an uns, die Dinge um uns herum zu verändern. Shitty things last for a while. Good things last for a while. Beschissene Sachen halten für eine Weile an und auch gute Sachen halten für eine Weile an. So, effective action is action on to the point in a structure that will bring about change. Eine effektive Handlung ist eine Handlung, die auf einen Punkt in der Struktur einwirkt, der wirklich Veränderung bewirken wird. If you want to go out of the room, go through the door. Wenn du aus dem Zimmer gehen willst, geh durch die Tür. Knowing the difference between a wall and a door is helpful in life. Den Unterschied zwischen Tür und Wand zu kennen, ist im Leben hilfreich. Banging your head on the wall is not very helpful. Den Kopf an der Wand einzuschlagen, ist nicht hilfreich. But somebody has to say something. Aber jemand muss doch irgendetwas sagen. Why? Warum? The other person doesn't want to hear. Die anderen wollen es eh nicht hören. Shut up. Also halt die Klappe Don't waste your breath. und verliere nicht deinen Atem. Verschwende nicht deinen Atem. But. Aber. Never mind. But.
It's very arousing, isn't it? Injustice. But this is samsara. This is a place where injustice is born. Kann einen schon sehr aufbringen, diese Ungerechtigkeit. Aber wir sind nun mal in Samsara und Samsara ist der Ort, an dem Ungerechtigkeit geboren wird. We've come here to explore injustice. Wir sind hierher gekommen in dieses Samsara, um Ungerechtigkeit zu erforschen. When the waiter brings the plate and puts it in front of you, you can't say, I didn't order it. Wenn der Kellner uns das bestellte Gericht vorsetzt, können wir dann nicht hinterher behaupten, wir haben es nicht bestellt. The waiter said, you looked at the menu, you told me what you wanted off the menu, I told the cook, here's the dish, eat it. Der Kellner wird sagen, du hast in die Speisekarte geschaut, du hast mir gesagt, was du haben willst, ich habe das dem Koch weitergesagt, hier ist dein Gericht, iss. This is what we do in samsara, we order suffering. Das ist das, was wir in Samsara machen. Wir haben Leiden bestellt. These things shouldn't happen. I'm going to tell these people what is wrong with them. Aber diese Dinge sollten nicht passieren. Ich werde diesen Leuten sagen, was mit ihnen falsch ist. We see this in politics now. It's getting very, very hot in many parts of the world. Wir sehen das in der Politik, wo es in vielen Teilen der Welt jetzt sehr heiß wird. You interfere in other people's countries, in the structure of other people's lives. And then you're upset when they say fuck off. Wir greifen in viele anderen Ländern ein und zerstören das Leben oder greifen in das Leben vieler anderer Menschen und dann sind wir aber aufgeregt, wenn die sagen, verpisst euch. Imagine if Saddam Hussein had invaded America. Man muss sich nur vorstellen, wenn Saddam Hussein Amerika angegriffen hätte. To sort out some of the injustice of the illegal Mexican immigrants. Um ein bisschen der Ordnung in die Ungerechtigkeit der Behandlung von illegalen mexikanischen Einwanderern zu bringen. Would the Americans have said, thank you so much for reminding us of our ethical responsibilities? Würden die Amerikaner dann sagen, vielen Dank, dass du uns an unsere ethische Verantwortung erinnerst? Crazy. Verrückte Idee, oder? Crazy to imagine you change someone else's world without their permission and that they would say, thank you so much. Es ist verrückt, sich vorzustellen, dass man deren Welt versucht zu ändern, ohne sich eine Erlaubnis dafür einzuholen und dann noch zu erwarten, dass die sich auch noch dafür bedanken werden. How should we approach other people? Wie sollten wir uns also anderen Menschen nähern? With respect. Mit Respekt. With respect for their Buddha nature. Mit Respekt für ihre Buddha-Natur. And respect for the toxicity of their poisons. Und auch mit Respekt für die Giftigkeit ihrer Gifte. When it says there are 5 poisons, stupidity, anger, desire, jealousy and pride. Wenn es denn heißt, dass es da diese 5 Geistesgifte gibt von Dummheit, Eifersucht, Gier, Zorn und Stolz, Poisons are poisonous. Dann sind Gifte ja Gifte betrachtet. It's not very good to eat poison. Es ist nicht gut, Gift zu essen. So other people have poisons. Also andere Leute haben diese Gifte. Other people are toxic. Andere Leute sind giftig. There are people who can catch wild, dangerous snakes. Aber es gibt Leute, die gefährliche Schlangen, wilde Schlangen fangen können. They learn how to pick up a snake so it doesn't bite them. Sie lernen, wie man eine Schlange aufnimmt, so dass sie einen nicht beißt. You can learn to pick up a scorpion so it doesn't sting you. Man kann lernen, einen Skorpion aufzunehmen, ohne dass er einen stechen kann. But if you don't know how to do it, Wenn wir aber nicht wissen, wie man das macht, so wisdom and compassion is how to deal with the poisons of others. das heißt, Weisheit und Mitgefühl ist das Wissen darum, wie man mit dem Gift anderer umgeht. Wisdom is to know we all have poison. Weisheit ist zu wissen, wir sind alle giftig. Compassion means I'm not going to let you poison me. Und Mitgefühl ist zu sagen, ich erlaube dir nicht, dass du mich vergiftest. Because it won't benefit you to poison me. Denn es wird dir nicht nutzen, mich zu vergiften. This is part of what we learned in suffering. I hurt other people, they hurt me. How can I live more skillfully, more lightly, with more grace, more attunement, so that there is minimal abrasion? Und das ist das, was wir durchs Leiden lernen können, sozusagen zu wissen, ich verletze andere, andere verletzen mich und wie kann ich lernen, mit mehr Anmut und mehr Flexibilität, mehr Freundlichkeit
und anderen Attributen so zu leben, dass das Zusammensein harmonischer und mit weniger Reibung verbunden ist, mit weniger Abschliff verbunden ist. So for meditators it's not enough just to say may all beings be happy, may all suffering end. Das heißt, für Meditierende ist es nicht genug, einfach nur zu sagen, mögen alle Wesen glücklich sein, möge alles Leiden zu Ende gehen. We have to examine the structures of suffering in ourselves and in other people. Wir müssen die Struktur des Leidens in uns selbst und in anderen Leuten wirklich untersuchen. Okay, then the third mark of this limited situation that we find ourselves in is the belief in the inherent self-nature of persons and dharmas or phenomena. Und die dritte Charakteristik der Situation, in der wir uns befinden, ist der Glaube an eine innewohnende Eigennatur von Personen und Phänomenen oder Dharmas. In the, you can say, Hinayana tradition, the primary focus is on the lack of inherent self-nature in persons, and in the Mahayana we add with dharmas or phenomena, but here we run the two together. In der ersten Umdrehung des Dharmarades ist die Betonung hier mehr auf das Nichtvorhandensein einer innewohnenden oder immanenten Eigennatur von Personen. Im Mahayana geht der Schwerpunkt mehr auf das Nichtvorhandensein einer innewohnenden Eigennatur von Phänomenen Dharmas. Hier aber lassen wir sie sozusagen beide zusammenlaufen. This means that there is no innate or intrinsic self-essence which defines phenomena as they manifest. Und das bedeutet, dass es keine eingeborene oder innewohnende, intrinsische Eigennatur von Erscheinungen, von Phänomenen gibt, die diese als solche definieren würde. What we take to be entities are essentially patterns of form. Was wir für Entitäten oder Dinge halten, sind im Wesentlichen einfach Muster von Formen. And one of the particular features of the formation of the form is the subjective factors as well. Und eine der besonderen Merkmale der Formation von Formen als Formen sind auch die subjektiven Faktoren. For example, I'm holding a glass with some water in it. Zum Beispiel halte ich hier ein Glas mit Wasser in der Hand. Something is in my hand. Irgendetwas ist in meiner Hand. We call it a glass. Wir nennen es ein Glas. We have many cultural signifiers that let us understand the use of glass for holding liquids. Wir haben viele kulturell bedingte Bedeutungsträger, die uns ein Verständnis dafür vermitteln, was es heißt, ein Glas dafür zu benutzen, Flüssigkeiten zu enthalten. What we see is a shape. Was wir aber sehen, ist eine Gestalt. What we know is a glass. Was wir wissen, ist ein Glas. The glass is not out there. The glass is in here. Das Glas ist nicht da draußen, das Glas ist in uns. The shape is out there. Die Form ist da draußen. But the glassness of the glass is not in the glass. It's in the mind which knows if this is a glass. Aber sozusagen die Glashaftigkeit des Glases ist nicht im Glas, sondern sie ist in unserem Geist, der weiß, dass es sich um ein Glas handelt. So from that point of view you could say a major part of the glass is not in the glass. Von dem Standpunkt aus könnte man sagen, ein wichtiger oder ein Hauptteil des Glases ist gar nicht in dem Glas. It's in the interpretation held by the one who comes to the conclusion this is a glass. Dieser Hauptteil liegt in der Interpretation desjenigen, der zu der Schlussfolgerung kommt, dass es sich um ein Glas handelt. The glass is not self-defining. Das heißt, das Glas ist nicht selbstdefinierend. The glass can be put to many different uses. You can put flowers in it. Das Glas konnte ja auch zu vielen verschiedenen Anwendungszwecken benutzt werden. Man könnte Blumen reinstecken. If it was emptied of the liquid, you could turn it upside down and use it to cut out these little biscuit shapes from dough. Wenn es frei von Wasser wäre, könnte man es umdrehen und
aus dem Teich also diese kleinen Keksformen ausschneiden. Together we could find, I'm sure, more than 100 uses for this shape. Zusammengenommen könnten wir wahrscheinlich mehr als 100 verschiedene Gebrauchmöglichkeiten für diese Form finden. Most of which would involve a kind of lateral thinking, which would take us away from our habitual identification, this is a glass. Und viele davon könnten auch sowas wie laterales Denken involvieren, das uns von den gewöhnlichen Identifikationen von dem Ding, was es bedeutet, ein Glas zu sein, wegbringen würden. What stops us doing that lateral thinking is our fixation, this is a glass. If it's a glass, it's a glass. What else am I going to do with it? Was uns davor abhält, dieses laterale Denken durchzuführen, ist unsere Identifikation mit unserer Idee, dass es sich um ein Glas handelt. Und wenn es ein Glas ist, dann ist es ein Glas. Was soll ich denn sonst damit machen? So this is a movement of the mind. I project the interpretation of glass onto the thing which is in my hand. Es ist also eine Bewegung des Geistes. Ich projiziere die Interpretation, aha, das ist ein Glas, was ich da in meiner Hand halte. Then I experience myself perceiving that projected identification as if it were outside and intrinsic to what's in my hand. Und dann erfahre ich mich selbst als jemand, der wahrnimmt, wie diese projizierte Bedeutung des Gegenstandes, das ich in meiner Hand halte, als Glas wiederum wahrnimmt. And this is very important because this is the basis of prejudice. Das ist sehr wichtig, weil das die Basis für Vorurteile ist. We say in a strong way that this person is a mean Scotsman. Wir sagen zum Beispiel in einer starken Weise, dass diese Person ein geiziger Schotte ist. But we know what Scottish people are like. Wir wissen ja, wie Schotten sind. What else could we expect? Was könnte man sonst erwarten von ihnen? You apply that to certain religions, certain races at different times, and it can mean death. Und wenn wir das zu verschiedenen Religionen oder verschiedenen Rassen zu verschiedenen Zeiten anwenden, dann kann das auch Tod bedeuten. When the British left India and there was the partition into Pakistan, there was a lot of fighting in the Punjab. Als die Briten Indien verließen und es diese Teilung zwischen Indien und Pakistan gab es viele Kämpfe in Punjab. Muslims were moving into what became Pakistan, and Sikhs were moving out of Lahore into the Punjab in India now. Moslems gingen dahin, in das Gebiet, das heute als Pakistan bekannt ist, und die Sikhs kamen aus Lahore nach den Plätzen in Indien, wo sie heute sind, in Punjab. And you can read detailed accounts of many times armed people would stop the train. Und man kann viele Berichte hören, wie viele Male Züge zum Beispiel angehalten wurden. All the males have to get out of the train. Und alle Männer mussten den Zug verlassen. And take their trousers down. Und ihre Hosen runterlassen. Depends who is attacking, because Muslims circumcise the male child. Sikhs don't. Und das hängt davon ab, wer da gerade angreift. Denn Muslime beschneiden ihre männlichen Kinder und die Sikhs nicht. So if the people who are attacking the train are Sikhs, they kill the circumcised males. And if they're Muslims, they kill the uncircumcised males. Wenn die Leute, die angriffen, Sikhs waren, haben sie dann die beschnittenen Männer getötet. Und wenn es Moslems war, dann haben sie die nicht beschnittenen getötet. Because on the basis of that sign, I know you are my enemy. Denn auf der Grundlage dieses Zeichens weiß ich, dass du mein Feind bist. I don't know your name, I don't know anything about you, I don't know if you know any good jokes. Ich kenne deinen Namen nicht, ich weiß über dich nichts, ich weiß nicht, ob du gute Witze kennst. But I do know that you're one of them. Aber ich weiß, dass du einer von denen bist. And they are my enemy. Und daher, weil sie mein Feind sind, Therefore you are my enemy. Bist du auch mein Feind. Because your essence is bad, is wrong, is not what I need in my world. Weil die Essenz von euch schlecht und falsch ist und das ist nicht das, was ich in meiner Welt brauche. You probably know that recently a new country came into existence, South Sudan. Wahrscheinlich wisst ihr, dass unlängst ein neues Land zustande gekommen ist, das Südsudan. A country whose people had experienced murderous persecution by those who are now in the North Sudan for 30 years and for hundreds of years before that.
Das ist ein Land, das eine mörderische Verfolgung durch die Leute erfahren hat, also deren Bewohner mörderische Verfolgung durch die Leute erfahren haben, die jetzt im Nordsudan leben und das nicht nur für die letzten 30 Jahre, sondern sogar für Jahrhunderte. Now they won independence. Jetzt haben sie Unabhängigkeit erlangt. They have separated from their common enemy. Sie haben sich von ihrem gemeinsamen Feind getrennt. So now the two main tribes, the Nur and the Dinka, are fighting each other and murdering and raping. Und jetzt bekämpfen sich die Hauptstämme gegenseitig, ermorden sich, vergewaltigen sich. When we read these things, it's so tragic, it's so terrible. Wenn wir diese Dinge lesen, ist es so tragisch und furchtbar. Why would people who have suffered so much need to find a new enemy to continue suffering? Warum müssen Leute, die so viel erlitten haben, jetzt einen neuen Feind suchen und so viel neues Leid schaffen? Because once you get into paranoid thinking, you project a negative essence into other people. Aber es ist so, weil sobald man sich sozusagen auf das paranoide Denken einlässt, projiziert man immer eine negative Essenz auf andere Leute. They're out to get me, they're going to kill me. Sie sind da draußen, um mich zu kriegen, um mich zu töten. In order for me to be safe, I have to kill them first. Um sicher zu sein, muss ich sie zuerst töten. This is the deep negative side of imagining definable essences in human beings. Und das ist die tief negative Seite des, oder you say side or side? The negative side. Das ist die negative Seite der Vorstellung davon, dass es da irgendwie eine definierbare Essenz in einem menschlichen Wesen gibt. Because when we sit in our prejudice, we have a definite knowledge about the value of the other person. Denn wenn wir in unseren eigenen Vorteilen sitzen, haben wir ein definitives Wissen über den Wert einer anderen Person. But that person's mother doesn't have that vision of them. Aber die Mutter dieser Person hatte ja nicht diese Vision von Their ihm. friends don't have that vision. Ihre Freunde auch nicht. What we have is an opinion, Was wir haben, ist eine Meinung. but we take that opinion to be the truth. Aber wir nehmen diese Meinung als die Wahrheit. And on the basis of knowing the truth, we really see what they are, and therefore we have to take this radical action. Und auf der Grundlage dieser Wahrheit können wir wahrhaft erkennen, wer sie wirklich sind und müssen diese radikale Aktion auf uns nehmen. This structure, you often see this with children in relation to food. Diese Struktur ist verbreitet, man sieht das auch mit Kindern in ihrer Beziehung zur Nahrung. They don't want to eat certain kinds of food. Sie wollen bestimmte Arten von Nahrung nicht essen. I used to tell my mother precisely the order that things could go on my plate. Ich sagte meiner Mutter immer genau die Reihenfolge, in der die Dinge auf meinen Teller zu gelangen hat. And that the peas should not touch the chips. Dass die Erbsen die Fritten nicht berühren sollten. I don't think I'm alone in that kind of obsessive control. Ich denke nicht, dass ich der Einzige bin, der einer solchen obsessiven Kontrolle unterlegen ist. Because it can feel like they're spoiled, they shouldn't touch. Aber es kann sich für einen so anfühlen, dass sie sozusagen durch die Berührung verdorben werden. It's very normal for children to become obsessive, to count the cracks on the pavement, to count the number of breaths they have to take before crossing the next road and so on. Es ist sehr normal für Kinder, diese Art von Obsessivität zu entwickeln, die Zahl der Risse im Bürgersteig zu zählen oder die Zahl der Atemzüge zu zählen, die sie brauchen, um über die Straße zu gelangen. Because in the world there's a lot that's going on. Denn in der Welt geht vieles vor sich And we're not in control of it. und wir können das nicht beherrschen. And this easily feels overwhelming. So when we can, we try to impose order and control and predictability. Und das wird sehr leicht überwältigend und wenn wir können, wenn wir es irgendwie schaffen, möchten wir gerne Vorhersagbarkeit und Ordnung der Welt aufprägen. And if you want to predict what something is going to do, the best thing is to kill it. Und wenn wir möchten, dass wir vorhersagen können, was etwas tun wird, ist das Beste, was wir tun können, es zu töten. Because then you know it's not going to move. Denn dann wissen wir, es wird sich nicht mehr bewegen. After a while it will rot and smell bad. Nach einer Weile wird es verrotten und stinken. But while it's alive, it can make some moves.
Aber während es am Leben ist, kann es bestimmte Bewegungen ausführen. So we can see that a lot of the socio-political formations in human culture comes exactly from this perception of true essences in phenomena. Und so können wir sehen, dass viele soziopolitische Aspekte aus eben genau diese Wahrnehmung einer innewohnenden Eigenessenz von Phänomenen herrührt. In the tantric tradition, this method is applied in creative ways. Und in der tantrischen Tradition wird diese Methode auf kreative Weise angewendet. For example, when Padmasambhava was in Tibet, and the local gods were causing trouble in terms of the construction of the monastery at Samye. Zum Beispiel als Padmasambhava in Tibet war und die lokalen Götter Schwierigkeiten machten bei der Errichtung des Klosters Samye. Padmasambhava, through the power of his meditation, summoned these local gods to him. Konnte Padmasambhava aufgrund der Macht seiner Meditation diese lokalen Götter herbestellen zu ihm. And many of them appear in the form of warriors, and they have usually a big brass plate on their chest, like a mirror. Und viele von ihnen erschienen in der Gestalt von Kriegern. Viele von diesen Kriegern trugen auf der Brust eine große bronzene Platte in der Form eines Spiegels. And with his meditation, he forced the local god to manifest its seed syllable on the mirror. Und durch seine Meditation zwang er die lokalen Gottheiten, ihre Keimsilbe auf diesem Spiegel zu manifestieren. And this seed syllable is like the deepest name, that if you say it, then you have the power over this being. Und dieses Keimsilbe ist sozusagen wie der tiefgründigste Name. Es ist so, wenn man diesen Namen ausspricht, dann hat man Macht über dieses Wesen. And then he put that seed syllable, the bija, into a mantra. Und dann sperrte er dieses Keimsilben, diese Bijas in ein Mantra ein. So that when you do big pujas, you recite these mantras of the protectors to keep them in the service of the mandala. So dass wenn man also Pujas rezitiert, man diese Mantras wiederholt, in denen der Name der Beschützer angerufen wird, und dadurch bindet man sie an den Dienst fürs Mandala. And in the same way, even when you're doing practice of Dorje or Tara or Padmasambhava, they all have a seed syllable, Kri or Hung or Tam. In der gleichen Weise, wenn man Praxis von Dorje oder von Padmasambhava oder Tara macht, sie alle haben solche Keimsilben, sei es Kri oder Hung oder Tam. But when you do the visualization practice, you start with a clear blue sky. Wenn man aber eine visualisierende Praxis macht, beginnt man mit einem klaren blauen Himmel. In the clear blue sky, rainbow-colored light manifests, moving. In diesem klarblauen Himmel manifestiert sich regenbogenfarbiges Licht, das sich darin bewegt. And then it manifests as a seed syllable. Und dann manifestiert es sich als eine Keimsilbe. And then the seed syllable manifests as the throne and the basis of the mandala. Und dann manifestiert sich diese Keimsilbe als der Thron und die Basis des Mandala. And then it manifests again as the central deity. Und dann manifestiert es sich als die zentrale Gottheit. And this is very important. The seed syllable or the essence is the manifestation of emptiness. Und das ist sehr wichtig, denn die Keimsilbe selbst ist eine Manifestation der Leerheit. So, the Dharmakaya openness gives rise to the radiance of the rainbow-colored light of the Sambhogakaya, which manifests as the seed syllable of the deity. Das ist die Offenheit des Dharmakaya manifestiert sich als die strahlende Kraft des Sambhogakaya in Form von regenbogenfarbigem Licht, und das wiederum manifestiert dann die Keimsilbe der Gottheit. So in the same way, if somebody says James, I am called into a response. In der gleichen Weise, wenn jemand James sagt, werde ich in eine Reaktion gerufen. And I can feel that either as a personal me, I'm called.
with my particular shaping, personality and so on. Und ich könnte das so fühlen, als wäre mein persönliches Ich angerufen mit meinen einzigartigen Formungen und Gestalt. Or if we maintain the awareness of the meditation, the mind is open. Wenn wir aber die Bewusstheit der Meditation aufrechterhalten können mit einem offenen Geist. In this openness there is the field of experience, which is non-dual, self and other are present together. Und diese Offenheit ist dann das Feld der Erfahrung, welches nicht dual ist zwischen Selbst und anderem. And somebody calls our name and a response arises out of the integrated non-dual field which is inseparable from the space of the Dharmakaya. Jemand ruft unseren Namen und dann entsteht sozusagen die Antwort aus diesem nicht trennbaren, nicht dualen Feld des Dharmakaya. So there you can see that it's not essence as substance, but it's a particular heart or home vibration which gives rise to the patterning of one's potential in the moment. Und dann können wir sehen, dass es nicht irgendeine Essenz im Sinne einer Substanz da ist, sondern eine bestimmte sozusagen vertraute oder heimliche Schwingung, die da durch das angerufen werden Anlass zur Manifestation gibt. And this is why examining inherent self-nature or the belief that there is a true definable substantial core to ourself is so important. Und das ist der Grund, warum das Untersuchen dieser innewohnenden Eigennatur bzw. unseres Glaubens, dass es da ein wahrhaft existentes, innewohnendes, substanzielles, inneres Kernwesen gibt in uns, sehr, sehr wichtig. Because the reification of identity, turning our basic sense of self into a solid substance, is a false ground or a false consciousness or a false foundation which disguises the actual openness of our situation. Diese Verdinglichung einer innewohnenden Substanz als einer selbstexistenten Grundlage, auf der wir stehen, ist dasjenige, das sozusagen die eigentliche Offenheit der Situation verdeckt und verkleidet. So this carries with it a practice. Damit geht eine Praxis einher. And in fact, many different practices, but the most basic one is to look with a broad gaze. Natürlich viele verschiedene Praktiken, aber die grundlegendste davon wäre, mit einem weiten, offenen Blick zu schauen. For example, we'll end soon and you could go outside and walk in the lovely evening air and look at the trees. Zum Beispiel, wir werden jetzt bald zu Ende kommen und dann könnten wir rausgehen und in dem Abendlicht einfach die Bäume anschauen. You see a tree, Wir sehen einen Baum, the trunk, einen Stamm, the branches, the leaves. Äste, Blätter. It's a tree. Es ist ein Baum. It is this tree, not that tree or that tree. Es ist dieser Baum, nicht jener oder dortige Baum. What we don't see are the roots. Was wir nicht sehen, sind die Wurzeln, The roots are in the earth. denn die sind in der Erde. If there were no roots, the tree would be dead. Und wenn es da keine Wurzeln gäbe, wäre der Baum tot. The roots show the communication between the tree and the earth. Die Wurzeln zeigen die Kommunikation zwischen dem Baum und der Erde. The tree and the earth are inseparable. Erde und Baum sind untrennbar. What we are seeing is a living system, Was wir also sehen, ist ein lebendiges System. and the system is dependent also on the rain coming into the earth to dissolve some of the minerals and so on that go in through the roots into the tree. Das System hängt aber auch zum Beispiel von dem Regen, der vom Himmel auf die Erde fällt und dann vielleicht Mineralien in der Erde herauslöst, die dann durch die Wurzeln in den Baum aufgenommen werden. And of course, generally when we look at the leaves, we see the shape and the color and how they look in the twilight. Generell, wenn wir die Blätter anschauen, dann sehen wir die Form, die Farbe und wie sie im Zwielicht aussehen. We don't see that this tree is composed out of millions of small factories. Wir sehen aber nicht, dass dieser Baum aus Millionen von kleinen Fabriken zusammengesetzt They ist. are a home industry of photosynthesis. Sie
Die sind eine große Heimindustrie von Photosynthese. This is going on all the time. Und das geht die ganze Zeit vor sich. So the leaf is communication with the sunlight. Also ist das Blatt sozusagen die Kommunikation mit dem Sonnenlicht And with the air. und mit der Luft. So through the roots and through the leaves and through the bark, in every way, there is a movement. But our gaze takes a gestalt formation. This is a tree, self-existing. Sodass der Baum sozusagen in jeder Hinsicht eine Kommunikation ist, durch die Wurzeln, durch die Rinde, durch die Blätter, findet ständig Bewegung und Austausch statt. Aber unser Geist nimmt da einfach nur eine Gestalt wahr und sagt, das ist ein Baum. So it can be a very useful thing that when you look at phenomena in the world, track how they are interrelated. Und das kann uns sehr, sehr nützlich sein, wenn wir auf Phänomene in der Welt schauen, zu versuchen, die Spur zu verfolgen, wie sie wechselseitig bezogen sind. You see a cow in a field. Wir sehen eine Kuh in dem Feld The cow is walking across the grass. und die Kuh spaziert auf dem Gras. Just a cow by itself. Einfach die Kuh für sich. It seems kind of optional which bit of grass it's standing on. Es scheint so ein bisschen wahlweise frei zu sein, auf welchem Stück Gras sie gerade steht. But what's not optional is that it is standing on some grass. Was aber nicht optional ist, ist die Tatsache, dass es auf irgendeinem Gras in jedem Fall steht. Because due to the force of gravity, it's not floating in the sky. Und aufgrund der Gravitationskraft ist es sicherlich nicht einfach am Himmel schwebend. The cow is always somewhere. Die Kuh ist immer irgendwo. Cow and earth go together. Kuh und Erde gehen zusammen. But when you see the cow, not the earth. Wenn wir aber die Kuh sehen, sehen wir nur die Kuh und nicht die Erde. When we perceive inherent self-nature, what we do is we decontextualize the object. Wenn wir also eine innewohnende Eigennatur wahrnehmen, dann ist das, was wir machen, nichts anderes als das Objekt aus seinem Kontext zu entreißen. So the Buddhist notion of dependent co-origination or interdependence means that all phenomena arise together. They are interlinked. You can't take something out of the experiential field. So ist der buddhistische Begriff von Entstehung und wechselseitiger Abhängigkeit oder von Interdependenz nichts anderes als zu sagen, dass alle Phänomene, alle Erscheinungen sozusagen ineinander verflochten sind, ineinander verwickelt, verwoben sind und man nichts für sich selbst alleinstehend herausnehmen kann. Now, you can't do that with the object. Man kann es nicht mit dem Objekt behalten. And in particular, you can't do it with the subject. Aber man kann... Das ist das Subject. Und man kann es auch nicht mit dem Subjekt machen. Because we, as a subject, are composed out of our memories, our desires, our thoughts. We also have no essence. Denn auch wir als Subjekt sind aus unseren Erinnerungen, Vorstellungen, Wünschen zusammengesetzt und haben keine Essenz an sich. When we speak, we think, oh, I'm talking, I'm saying something, this is me. Wenn wir sprechen, denken wir, oh, ich spreche gerade, ich sage etwas, das bin ich. Because we forget learning to speak. Denn wir vergessen es zu lernen, zu sprechen. All these months of trying out sounds which gradually became adjusted into your mother tongue. All diese Monate von Übungen, Klänge zu produzieren, die allmählich dann überhaupt erst zu unserer Muttersprache wurden. Language which was not you became you. Eine Sprache, die nicht wir selbst waren, wurde zu uns selbst. So every time you speak, you are manifesting the not you as you. Jedes Mal, also wenn wir sprechen, manifestieren wir das nicht wir als wir. Or in another way of expressing it, every time you speak, you are showing the non-duality of subject and object. Oder mit anderen Worten, jedes Mal, wenn wir sprechen, zeigen wir die Nicht-Dualität von Subjekt und Objekt. Language as a potential, belonging in the world, in the shared language usage of others, which you can find in the thesaurus, the dictionary and so on, is now part and parcel of your own sense of your most intimate self. Die Sprache als Potenzial, sozusagen die gemeinsame Sprache einer gewissen Gemeinschaft,
die vielleicht auch in Wörterbüchern und Thesauren kodifiziert ist, wird dann zu unserer eigenen Sprache sozusagen ein Bestandteil, einem Stück von uns. When you think a thought you would never want to share with another living person, you're thinking it in the language that you share with many millions of other persons. Wenn wir einen Gedanken denken, von dem wir denken, wir würden ihn niemals mit einer anderen lebenden Person teilen wollen, denken wir diesen Gedanken dennoch in eine Sprache, die wir mit Millionen anderer lebender Personen teilen. We've been to school, we learned how to form sentences. When we speak, that which was other is now manifesting as self. Wir waren in der Schule, wir haben gelernt, wie man Sätze formt, und wenn wir jetzt sprechen, dann manifestiert sich sozusagen das andere jetzt als wir selbst. All that I am is made out of the not me. Alles, was ich bin, ist aus etwas gemacht, was nicht ich bin. That our bodies have developed out of the essences from our mother and father and from the rain and the crops and the vegetables and so on, which came in through food and drink. Unsere Körper haben sich aus den Essenzen von Mutter und Vater und von dem Regenwasser und von der Nahrung, von Ernten und so weiter, von all dem, was als Nahrung manifestiert ist, entwickelt. So it's very helpful to look again and again. Is there something which is truly mine, which has always been mine and which is not dependent on any interactions with the environment around me? Es ist sehr hilfreich zu gucken, ob es da an mir selbst irgendetwas gibt, das wirklich ganz inhärent meins ist, was schon immer meins war und immer meins sein wird und überhaupt nicht von Interaktionen, Wechselwirkungen mit meiner Umgebung abhängig ist. You can take that inquiry out into the evening air. Wir können diese Untersuchung in die Abendluft mitnehmen. And we meet tomorrow morning at 9 for practice. Und wir werden uns also morgen um 9 zur Praxis zusammentreffen. Macht die Meditation ist übermorgen. 9.